Rain falling down. Rain. Servus, Salute und Hallo! Willkommen beim zweiten Video mit den Etappen 2 und 3 zu unserer Radreise nach Rom. Falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, verlinke ich ihn dir oben rechts und in der Beschreibung. Du findest ihn natürlich auch auf unserem Kanal. Heute haben wir auf dem Campingplatz Viertaler in Pfarrwerfen am Tennegebirge übernachtet. Dank unserer Schlafsäcke haben wir in der kalten Hütte super geschlafen. Die Wäsche ist mit der Elektroheizung ganz gut getrocknet und nach einem süßen Frühstück und Kaffee aus unserem Trangia-Kocher starten wir heute in den Regen und Schneeregen weiter im Salzachtal Richtung Italien. Du siehst es, heute starten wir natürlich gleich in kompletter Regenmontur. Trotz Dauerregen, sogar Neuschnee, ein paar Höhenmeter weiter oben und Temperaturen um die 5 Grad lassen wir uns die Laune erstmal nicht verderben. Denn wir haben schließlich Urlaub. Doch ich kann es vorwegnehmen. Wir müssen heute die Bahn nehmen. So oder so. Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, dazu Dauerregen, nass und kalt. Und wir hätten heute mit der Tauernbahn Autoschleuse durch den Tauerntunnel fahren müssen. Nach etwa 2 Stunden Fahrt im Dauerregen entscheiden wir uns also ab Schwarzach schon in den Zug zu steigen und bis nach Lienz zu fahren, um von dort weiter hinauf nach Italien zu radeln. Heute ist Pfingstsonntag und wenn wir heute noch in Italien einreisen könnten, hätte das den Vorteil, dass unsere Tests von gestern noch für den Grenzübertritt gültig wären. In der Bahn gibt es noch Obst und Gemüse von zu Hause und Pizzareste von gestern Abend. Lecker! Den Zug zu nehmen war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Denn in Lienz, in Osttirol, ist das Wetter deutlich besser. Es scheint sogar die Sonne und unsere Stimmung ist gleich auch viel besser. Zunächst müssen wir die bepackten Räder durch die Baustelle des Bahnhofs und die steilen Treppen hinaufschleppen. Italien, wir kommen. Denn jetzt können wir auf dem Drauradweg durchs Drautal hinauf nach Innichen in Südtirol fahren. Immer der Sonne entgegen. Kein Vergleich zum kalten Start von heute Morgen. Insgesamt fahren wir heute 65 Kilometer und etwa 800 Höhenmeter. Der zweite Teil hier am Nachmittag an der Drau entlang sind etwa 44 Kilometer und fast 600 Höhenmeter. Wir fahren die Trek 920 oder Trek 920 Bikes, die wir uns nach unseren Bedürfnissen angepasst haben.
Infos zu den Umbauten findest du in den Videos zu den Rädern, die ich dir jetzt hier rechts oben verlinke und auch in der Beschreibung. Für viele ist es eine Style- und Geschmackssache. Auch ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal ein Fahrrad mit Reflektoren, Ständer und Dynamo fahre. Auf Schutzbleche haben wir verzichtet, da vorne und hinten Taschen auf den Gepäckträgern gleichzeitig als Spritzschutz die ersten 4 Tage vorzüglich funktioniert haben. Danach war Sonne, doch dazu später mehr. Die schwarzen Sticker-Reflektoren auf den Felgen fallen im Hellen kaum auf und funktionieren super, wenn sie im Dunkeln angeleuchtet werden. Und den Seitenständer haben wir erst in der Nacht vor der Abfahrt montiert. Ich habe mich da von Julia überreden lassen und wir haben es nicht bereut. Zwar haben wir die Schrauben täglich nachziehen müssen, aber sie haben uns zum Beispiel das Beladen der Bikes deutlich erleichtert. Und mein Nabendynamo hat immer brav die Puffer-Powerbank aufgeladen und ich hatte nie die Sorge, ein leeres Handy oder eine leere Kamera zu haben. Für die Reise haben wir alle geforderten Formulare ausgefüllt und sogar Dokumente für Südtirol und Italien getrennt dabei. Und es war die Rede von einem grünen Pass, den man bei der Einreise nach Italien erhält. Fast hätten wir den Zoll und den Grenzübertritt verpasst, da wir zunächst auf dem Radweg über die grüne Grenze nach Italien eingefahren sind. Mist, so bekommen wir den grünen Pass ja nie. Also umdrehen und nochmal auf der Straße über die Grenze. Grenzübergang unbesetzt. Keiner will unsere Dokumente oder auch einen Test sehen. Und vor allem überreicht uns keiner den tollen grünen Pass. Während wir in Österreich auf dem Campingplatz noch unsere negativen Tests vorzeigen mussten, wird das an der Herberge in Italien gar nicht mehr verlangt. Aber man muss hier in Italien in der Öffentlichkeit eine Maske tragen. Auch draußen im Freien. Am Abend gibt es ein Highlight, denn seit Monaten konnten wir das erste Mal wieder in einem Restaurant essen gehen. Wir haben den Abend genossen und noch einen kleinen Verdauungsspaziergang durch Innichen gemacht. Dann galt es noch Wäsche waschen und ziemlich kaputt ins Bett fallen. Rain falling down, rain in my heart, rain falling down, rain in my heart. Now the rain lifts me to new high plains. Rain, I open my heart to the rain. Oh, I wish it would rain. Wish it would rain. Naja, das ist eher mal Geschmackssache. Ehrlich gesagt bin ich eher der Schönwetterfahrer. Der Morgen am dritten Tag beginnt so ziemlich wie der vorige. Nach einem leckeren Frühstück gibt es vor allem erstmal Regen. Doch das soll uns nicht stören. Wir fahren ja die Sonnenroute Richtung Süditalien. Und da scheint ja bekanntermaßen immer die Sonne. Es kann also nur besser werden. Heute ist es sogar noch kälter als gestern. Wir fahren heute mit 2 Paar dicken Socken. Ich habe sogar eine Lage davon Grip-Wrap-Socken
Und die Regengamaschen nochmal über die Schuhe. Also 4 Lagen. Das sollte reichen. Not a sun shines. Ganz genau, Sunshine. Das haben wir uns heute gewünscht. War wohl nix und wird auch nichts mehr werden. Wir starten also in Innichen in Südtirol und unser Ziel ist heute Bozen. Ganz schöne Lastenesel. Zuerst dachten wir hätten viel zu viel dabei. Aber wie man an den ersten Tagen erkennt, brauchten wir tatsächlich von warmen Winter- und Regenbekleidung über später zum Glück auch kurze Sommerklamotten. In den kommenden Videos werde ich auch nochmal zeigen, was wir dabei hatten und wo und wie wir es verstaut haben. Heute haben wir mit einer entspannten Fahrt im Tal gerechnet. Klar, es wären ein paar Höhenmeter gewesen, doch die Rechnung hatten wir nicht mit der zuständigen Baubehörde gemacht. Gleich mehrere Baustellen auf dem Radweg haben uns zu Umleitungen in die Berghänge mit steilen Rampen gezwungen. Wir sind sogar hoch bis nach Ohlang, einem Wintersportort am Kronplatz, geführt worden. Der Computer sagt zwar nur 40 Kilometer und 430 Höhenmeter, das hat sich aber nach mehr als 2000 Höhenmeter angefühlt. Falling down and rain. Da rechts unten im Tal, da verläuft eigentlich der Radweg. Und wir mussten hier hoch wegen einer Umleitung. So langsam ist uns der Spaß vergangen. Nach über 2 Stunden im Regen war Julias Jacke durch. Sie war pitschnass und unter dieser Brücke hier konnte sie sich umziehen. Zum Glück hatten wir noch eine Ersatzregenjacke dabei. Mal schauen, wie lange die dann hält. Da unten muss irgendwo der Radweg sein. Die wollen uns voll verarschen. Die sitzen unten mit dem Bier und lachen sich kaputt. Ja, und wie du siehst, auch ich war langsam angenervt, denn ganz trocken war ich auch nicht mehr und vor allem angenervt von diesen krassen Rampen, die wir nur schieben bewältigen können. Und dann kam Julia noch auf die Idee, diese Abkürzung zu nehmen. Wer ist denn hier der Guide bei uns, ja? Normalerweise ist das meine Aufgabe, uns auf irgendwelchen Irrwegen zu schicken. Abkürzung. Hat's gesagt. Abkürzung. Hat's gesagt. Das Navi sagt, bitte wenden. Meine Frau sagt weiter. Auf wen höre ich jetzt?
Okay, spätestens nach diesen Abfahrten war auch ich pitschnass und durchgefroren. Nach 4 Stunden Regen bergauf, bergab war auch meine Jacke durch und wir entschieden uns, ab Bruneck die Bahn zu nehmen. So waren wir schon am Nachmittag in Bozen und konnten uns um die Trocknung der Kleidung kümmern und durch Bozen schlendern. Am Abend hatte ich wohl die weltbeste Bruschetta und leckere Kohlenhydrate für die nächsten Tage. Somit sind wir heute am 3. Tag 40 Kilometer und 430 Höhenmeter gefahren. Morgen geht's weiter nach Rovereto. Von Rovereto weiter am Gardasee vorbei haben wir etwas Giro d'Italia-Feeling und wir fahren bis nach Mantova. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniere am besten den Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen.